for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein australischer Woma, Aspidites ramsay. Wunderhübsche Pythons, australische Pythons. In meiner Anfängerzeit als Terrarianer, das waren absolute Traumtiere, ne? Also wer Womas zu Hause hatte, der war der König der Terrarianer, ne? Also ich finde es heutzutage immer noch ein traumhaft schönes Tier. Natürlich finde ich es immer noch, aber auch ein Terrarientier, was man gar nicht so oft sieht. Vielleicht fast komischerweise, ich könnte nicht immer erklären, wieso, beziehungsweise doch vielleicht. Also sie werden relativ groß, ne? So ein Woma kann auch 2,5 Meter lang werden. Vielleicht ist das für viele Terrarianer schon recht groß. Aber wirklich wunderschöne Tiere, auch gut zu halten als Terrarientier. Und deswegen wollte ich euch heute mal einen australischen Woma mal wieder zeigen, sozusagen. Unser Thema heute, Hilfe, meine Schlange ist weg. Das kennt ihr vielleicht aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen. Passiert leider doch einigermaßen regelmäßig, beziehungsweise ich kriege auch ab und zu eine E-Mail, wo mit ähnlicher Überschrift bei mir eingeht. Ich zitiere jetzt gerade mal eine, die ich vor ein paar Monaten bekommen habe. Hilfe, meine Schlange ist abgehauen. Hallo Stefan, mir ist ein Retik entlaufen. Habe keine Ahnung, was ich machen soll. Er ist um die 2 Meter lang. Ich habe Regale, Bett unten im Flur, alles durchsucht, aber ihn nicht gefunden. Tische, Schubladen durchsucht, auch nicht gefunden. Ich wohne im 1. Stock. Das Fenster war auf Kipp. Die Toilette war offen. Toilette im Erdgeschoss in Klammer. Jetzt lacht vielleicht jeder, haha, 2 Meter Netzpython, wie kann denn das passieren oder wie kann denn das sein? Ich glaube, gibt eigentlich gar nichts zu lachen. Jeder Terrarianer, glaube ich, unterstelle ich euch mal, oder jedem Terrarianer ist es schon passiert. Schlangen sind einfach Ausbrechkünstler. Gerade wenn man mit der Terroristik anfängt, unterschätzt man einige Aspekte, wie klein die sich machen können, wie dünn die sich machen können, unterschätzt man. Oder man lässt halt doch mal die Scheibe auf, beziehungsweise man schiebt die Scheibe auf einer Seite zu und auf der anderen durchs Schloss zum Beispiel. Das passiert manchmal durch die Terrarienschlösser. Beim Zuschieben schiebt sich die andere Seite wieder ein bisschen auf. Solche dummen Sachen passieren und die Schlange ist weg in der Wohnung. Vorneweg, wenn ihr bemerkt, dass eure Schlange abgehauen ist, also erstmal natürlich keine riesen Panik kriegen und auch nicht anfangen, was weiß ich, in der Nachbarschaft oder draußen vor dem Haus schon die Nachbarn scheu zu machen. Nach meiner Erfahrung, wenn das die erste Nacht zum Beispiel, ne, man merkt es am nächsten Tag, oh, das Terrarium ist leer. Die Schlangen sind fast immer in unmittelbarer Nähe vom Terrarium. Ne? Wie gesagt, jetzt sage ich einfach mal die ersten 24 Stunden. Ihr müsst alles um das Terrarium absuchen. Ne? Dahinter, drunter, wenn irgendwas ist, wenn irgendwelche kleinen Ritzen sind, sucht alles um das Terrarium ab. Auch wirklich Ritzen, wo ihr denkt, ah nee, die Ritze ist viel zu klein, da kommt ja nie rein. Guckt in dieser Ritze. Ja? Also wie gesagt, so wie die aus dem Terrarium rauskommt durch die kleinsten Ritzen, kommt sie auch in ein Versteck oder in der kleinsten Ritze drin. Ja? Sucht alles rundherum ab. Wirklich mein erster Tipp, die Schlange ist am Anfang wirklich in unmittelbarer Nähe vom Terrarium. Die kriecht nicht zig Meter weit weg oder kriecht nicht gar aus dem Haus raus oder irgendwas, sondern schaut direkt um das Terrarium rum. Also ich wollte euch hier noch mal anhand vom Tier selber auch zeigen, wenn ihr jetzt so also gerade Thema Spalt, was ich vorher gesagt habe, zwischen den Scheiben. Ne? Also ich habe hier so eine junge Kornatter, Albino Motley, wen es interessiert. Die hat zum Beispiel noch eine Größe, wo sie wirklich aus einem normalen Terrarium, das so Schiebescheiben hat, da kommt die raus zwischen den 2 Scheiben. Ne? Also so platt, wie die ihren Kopf machen kann die natürlich auch locker den Rest des Körpers platt machen. Ne? Also wenn die ihr Köpfchen durch die Scheiben durchschieben kann, wenn der Schädelknochen sozusagen durchpasst,
dann passt auch der Rest vom Körper durch. Ne? Dann macht die den Körper so platt und kann das da zwischen den Scheiben durchschieben. Ne? Oder aus einem Kabelkanal, wo ihr zum Beispiel die Kabel rausführt, können die rauskommen. Oder manche haben irgendwie einen Deckel drauf, wo irgendwelche Löcher oder Ritzen drin sind. Ja? Also da, wo der Kopf durchpasst, passt auch der Rest von der Schlange durch. Das müsst ihr euch bewusst sein. Auch noch was mir gerade noch eingefallen ist, natürlich auch ganz wichtig, habe ich auch schon öfters überlegt, große Panik, die Schlange ist ausgebrochen, die Leute suchen die ganze Wohnung ab, am Schluss irgendwann taucht sie auf, wo ist sie? Im Terrarium drin. Also hatte ich gerade schon erwähnt, die Schlangen können sich wirklich so klein machen, können sich in ein ganz enges, kleines Versteck quetschen, wo ihr denkt, nee, da passt die nie rein. Doch, die passt da rein. Ja? Ihr müsst wirklich die kleinsten Verstecke absuchen, richtig, oder wenn ihr wenn ihr in der Dekoration sucht, räumt wirklich alles aus, Stück für Stück ausräumen, zur Not auch das Bodensubstrat ausräumen. Oder eben oben, wenn ihr oben mit irgendwelchen Heatpanels heizt, mit Lampen heizt, da wo es warm ist, das sind natürlich auch Verstecke, wo die gern hingehen. Ne? Da drücken die sich zwischen Heatpanel und Decke zum Beispiel rein oder sowas. Das ist auch so der Klassiker. Also oft, in vielen Fällen sind die Tiere sogar noch im Terrarium, dann ist natürlich sowieso alles gut. Ne? Aber jetzt kommen wir zu dem Fall, wenn sie wirklich aus dem Terrarium draußen ist und ihr die weder im Terrarium noch in der näheren Umgebung nicht gefunden habt, dann kommen wir zu den Punkten, die ich euch jetzt zeigen werde. Dann gibt es so die einschlägigen Tipps, wie man nachweisen kann, ob denn die Schlange sich noch in der Nähe oder in dem Raum aufhält. Eins davon sind so leere PE-Flaschen. Der Gedanke, der Hintergrund dabei ist, die Schlange kommt nachts raus, kriecht im Raum rum und diese Flaschen, also ich kann es euch mal versuchen vorzuführen, die Schlange kriecht da rum und da ja, Trick verreckt fast, beziehungsweise doch, ihr seht es am nächsten Tag doch, wenn ihr die so als gerade aufbaut. In dem Fall sind sie jetzt nur verrückt, aber meistens genau eigentlich auch ganz perfekt geklappt jetzt, fliegen die Flaschen einfach um. Ne? Also deswegen, wenn ihr in der Region, wo ihr denkt, 20, 30 so Flaschen aufstellt und die Schlange sich nachts in dem Raum bewegt, dann sollte eigentlich in der Regel irgend so eine Flasche umgeflogen sein oder verrückt sein oder irgendwie. Ne? Aber meistens sogar, wie gesagt, die fliegen relativ einfach um, gerade wenn sie noch ein wenig so verdrückt sind. Und die Schlange kriecht dran rum und dann fällt die um. So könnt ihr sehen, war die Schlange in dem Raum oder nicht. Jetzt bin ich hier nicht am Kuchen backen, sondern an meinem Trick Nummer 2. Ich glaube, das ist noch ein wenig so der ältere Klassiker an den Tricks. Das ist dieses Mehlstreuen. Also wenn ihr in den Raum so verschiedene Bahnen mit Mehl streut im Raum und eure Schlange ist tatsächlich unterwegs und kriecht rum, kriecht sie leider in die falsche Richtung. Die Schlange kriecht über das Mehl und man kann eigentlich anhand der Spuren sogar erkennen, in welche Richtung sie gekrochen ist. Ne? In dem Fall ging sie zwar nach vorne, aber dann wieder nach hinten. Aber jetzt probieren wir es mal. Ich muss die mal hier gleich ein wenig abwickeln. Probieren wir es mal noch ein wenig intensiver. Also mein Vorhaben war eigentlich, dass sie auf die andere Seite vom Tisch kriecht. Da ihr zu Hause also ihr müsst euch das natürlich viel länger nach rechts und links vorstellen, aber ich glaube, ihr könnt es erkennen, was ich meine. Ja, jetzt funktioniert es einigermaßen. Man kann anhand der Richtung vom Mehl, kann man meistens auch sehen, in welche Richtung der Weg der Schlange ging und entsprechend sind die Spuren vom Mehl dann. Ne? Also wenn man sich das jetzt hier so im Nachhinein anschauen würde, dann erkennt man schon, dass es in diese Richtung ging, die Bahn, die die Schlange genommen hat. Ne? Die wickelt sich jetzt schön in meine Djembe, lassen wir so.
Das ist Trick Nummer 2. Was mittlerweile oder mit modernster Technik auch geht, es gibt ja mittlerweile so Kameras mit Bewegungssensoren oder Bewegungsmelder. Die könnt ihr natürlich auch im Raum aufstellen. Die zeichnet nur auf, wenn sich etwas bewegt. Die zeigt euch dann auch die Uhrzeit an. Und dann könnt ihr es am nächsten Tag auch auswerten, ob sich in dem Raum irgendwas getan hat. Also ihr schaut eure Kamera an und seht, okay, heute Nacht war Bewegung. Da habe ich die Schlange durchkriechen sehen, beziehungsweise im Idealfall seht ihr sogar, aus welchem Versteck sie kommt oder in welches Versteck sie geht mit einer Kamera. Ich glaube, das ist zwar der Hightech-Trick, aber wahrscheinlich der schwierigste. Also ob das funktioniert, ob die Kamera, ob der Bewegungsmelder auf die langsame Bewegung der Schlange anspricht, wage ich zu bezweifeln. Habe ich selber noch nie probiert. Ist vielleicht ein Versuch wert, aber wie gesagt, ich glaube, das ist der schwierigste von allen Versuchen. Wie gesagt, das Ganze hat den Grund zu schauen, in welchem Raum oder ob sich das Tier noch in dem Raum aufhält, in dem ihr es vermutet. Was auch immer funktioniert, was ich auch schon gemacht habe in der Vergangenheit, es ist gut, wenn es in der Wohnung ruhig ist. Ne? Also wenn ihr am Abend am Fernseh gucken seid im Wohnzimmer, dann braucht ihr nicht erwarten, dass die Schlange angekrochen kommt, während ihr vor dem Fernseher sitzt. Da sind die meisten Tiere zu scheu dazu. Nur wenn es in der Wohnung ganz ruhig ist, kommen die aus ihrem Versteck und kriechen im Versteck rum. Und nee, die lasse ich jetzt hängen. Kommen die aus ihrem Versteck, kriechen in der Wohnung rum. Also zum Beispiel, wenn man am Abend weggeht, man geht was essen, was trinken, ins Kino, weiß der Herrgott was, kommt um 10 Uhr, 11 Uhr abends nach Hause. Ne? Das ist so wenn die Hauptaktivitätszeit von den meisten Schlangen. Geht leise in die Wohnung, geht direkt in den Raum, wo ihr das Tier vermutet und schaut, ob ihr was seht. Ne? Also wie gesagt, das ist so, also die Schlange braucht die Ruhe, damit sie aus ihrem Versteck kommt. Und wenn ihr dann nach Hause kommt, natürlich nicht ewig lang oder noch im Flur stehen und Krach machen und was weiß ich, dann haut die Schlange natürlich ab. Aber wenn ihr kommt, wirklich euch schnell umschauen in dem vermuteten Raum oder in der Wohnung, vielleicht habt ihr Glück und findet das Tier dann. Das sind so meines Wissens die gängigen Hausmitteltricks, wo man die Schlange in fast jedem Fall wieder finden kann oder aufspüren kann. Dann zu guter Letzt der radikalste Trick, der wirklich auch nur in der äußersten Not, würde ich sagen, angewandt werden sollte. Das ist die Sache mit dem Klebeband. Ne? Ihr nehmt entweder ein doppelseitiges Klebeband oder ein stark klebendes Klebeband, ne? wie jetzt das hier. Macht es auf einem Brett fest. Am besten eben so wie ähnlich wie jetzt das doppelseitige, aber muss gar nicht doppelseitig sein, geht auch so. Macht es auf ein Brett drauf und schiebt das Brett irgendwo drunter, am besten irgendwie unter Schränke oder halt da, wo ihr vermutet, dass sich das Tier aufhalten wird, wo es vorbei kriechen wird. Oder ihr könnt auch mehrere so Bretter natürlich machen. Das ist dann so eine Klebefalle. Ne? Also wie gesagt, das ist der gemeinste Trick und nur zu machen, wenn ihr wirklich einen Grund habt oder wenn es sich womöglich um Giftschlangen handelt, dann ist man wahrscheinlich auch ein wenig radikaler wie bei einer ungiftigen, wobei ich euch generell von der Haltung von Giftschlangen eigentlich abraten will an der Stelle, beziehungsweise eine Giftschlange sollte oder darf eigentlich nicht abhauen. Aber wie gesagt, wenn es irgendeinen Grund hat, dass ihr das Ding unbedingt oder das Tier unbedingt einfangen müsst, dann funktioniert das schon relativ gut. Die Schlange kriecht da drüber, bleibt mit ihren Bauchschuppen dran kleben und ihr findet das Tier bei der nächsten Kontrolle. Wenn ihr das macht, dann wirklich die Fallen oft kontrollieren, nicht, dass die Schlange da eine Woche draufklebt und sich quält und ihr nach einer Woche, ach upsi, da ist sie ja. Also ihr solltet die dann wirklich jeden Tag kontrollieren, diese Fallen. Wenn das Tier draufklebt, dann könnt ihr es runterlösen. Also Klebeband lässt sich mit Öl, Olivenöl oder sowas eigentlich ganz gut ablösen. Ne? Wenn ihr da Olivenöl drauf gießt, dann könnt ihr die Schlange vorsichtig wieder entfernen, Stück für Stück. Macht es natürlich ganz vorsichtig, ist ganz klar. Ja, funktioniert relativ gut und wie gesagt, als letzte Methode anwendbar. Noch zuletzt auch eine ganz wichtige Sache, es kommt natürlich auch wahnsinnig auf die Jahreszeit drauf an. Wir haben jetzt hier Dezember, draußen ist kalt, die Wohnung ist kalt. Wenn euch jetzt eine Schlange abhaut und womöglich noch irgendeine Natter, wie wir vorher gesehen haben, eine Kornnatter,
die wird sich vermutlich irgendwo verkriechen und Winterruhe machen. Da könnt ihr aufstellen, was ihr wollt, irgendwelche Klebefallen oder irgendwelches Mehl oder Flaschen. Wenn ihr Pech habt, passiert gar nichts, weil die Schlange verkriecht sich in einer kalten Ecke und macht ihre Winterruhe und kommt im nächsten Frühjahr raus. Also damit müsst ihr auch rechnen. Ist die ganze Geschichte im Hochsommer, habt ihr viel bessere Karten. Im Hochsommer sind die Tiere aktiv, kriechen rum, suchen nach Nahrung, suchen vielleicht nach Wasser. Da sind die aktiv, da sind eure Chancen viel besser. Ja? Also das müsst ihr euch merken, umso kälter die Jahreszeit, umso schlechter die Chancen. Beziehungsweise nach der kalten Jahreszeit im Frühjahr, dann steigen eure Chancen wieder, weil dann kommt ihr aus der Winterruhe raus, suchen nach Nahrung, dann könnt ihr wieder anfangen. Also selbst wenn es dann ein knappes halbes Jahr später ist, den Mut nicht verlieren. Nach meiner Erfahrung tauchen alle früher oder später wieder auf. Nach meiner Erfahrung tauchen auch alle in der Wohnung wieder auf. Ach so, genau, das, was man anfangs, was ich vorgelesen habe, mit dem Toilettendeckel oder Fenster gekippt. Ich habe es noch nie gehört oder erlebt, dass eine Schlange aus dem Fenster rausgekrochen ist. Oder was ich für noch unmöglicher halte, dass eine Schlange ins Klo reinkriecht und im Klo abtaucht. Also das halte ich für ganz unmöglich. Aus dem Fenster, aus dem gekippten Fenster rauskriechen, halte ich auch für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt, in der Regel sind die in der Wohnung. Was vielleicht eher möglich ist, wenn ihr extrem hohe Türspalten habt, dass die natürlich unter so einem Türspalt durchkriecht. Das wird durchaus möglich sein oder das machen die, das ist so in ihrer Natur drin. Also damit müsst ihr rechnen, Türspalt aus dem Zimmer raus oder womöglich ein Türspalt aus der Wohnung raus. Das kann es natürlich geben, aber wie gesagt, Fenster, Toilette, das könnt ihr vergessen. Und ansonsten, wenn ihr das Video nur just for fun anschaut, alles gar kein Problem. Und wenn ihr das jetzt gerade anschaut, weil euch eine Schlange abgehauen ist, dann wünsche ich euch viel Glück, drückt euch die Daumen. Und wenn meine Tricks gewirkt haben, dürft ihr mir gerne eine Mail schreiben und mir davon berichten. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.